ihr Lieben, heute habe ich mir ein altes Bild vorgenommen, habe es nochmal grundiert, also übermalt. Ich habe 3 Schichten Gesso aufgetragen und hier sieht man die Strukturen und auch noch ein bisschen von der Farbe, die darunter liegt. Das stört mich aber weniger. Ich möchte sehr lebendig mit Farben drauf arbeiten und habe mir folgende Farben ausgesucht. Zunächst ein Zitronengelb, dann ein Kirschrot, ein Neonorange und ein Phthaloblau. Mit einem breiten Pinsel trage ich die Farbe großzügig auf. Es ist eine transparente Farbe. Das Weiß des Untergrunds leuchtet durch. Ich habe noch keinen Plan, wie die einzelnen Elemente auf dem Bild jetzt verteilt werden sollen. Ich lasse mich einfach von meinem Bauch leiten und verteile die Farben erst einmal ganz provisorisch. Hier mische ich aus dem Blau und dem Gelb auch schon ein Grün. Das ist mein erster Farbauftrag. Ich ergänze ein bisschen Weiß, das ich mit dem Gelb mische und auch mit den anderen Farben. Und nach dem Trocknen einfach nochmal zusätzlich auftrage. Auch das Blau habe ich mit dem Weiß etwas vermischt. Das ergibt dann ein leuchtendes Blau. Ich trockne immer wieder und trage neue Farbe auf, solange bis mir die Verteilung der Farben und die Farbharmonie gefällt. Um die Leuchtkraft des Rots etwas zu steigern, mische ich es mit dem Neonorange an einigen Stellen. Dadurch erhalte ich verschiedene Rottöne. Es leuchtet wundervoll. Nach dem Trocknen trage ich mit einem breiten Pinsel etwas Acrylbinder auf. Dadurch versiegle ich diese Schicht und ich kann später meine etwas für den Bildgrund anstrengenden Prozeduren darauf ausführen. Nachdem alles gut getrocknet ist, mische ich mir jetzt aus einem Zitronengelb und etwas Cadmiumgelb und Phthaloblau ein Grün oder verschiedene Grüntöne und mische diese außerdem mit etwas Retarder. Alternativ könnt ihr auch
angemischten Methylcellulose-Kleister nehmen. Der verdünnt die Farbe ins Transparente und hält die Farbe länger feucht. Das ist wichtig für die jetzt angewandte Technik. Diese Mischung trage ich nun zügig auf das Bild auf. Ich variiere die Grüntöne dabei. Ich sprühe zwischendurch auch mal aus der Sprühflasche etwas Wasser auf, damit es wirklich schön feucht ist und sich leicht verteilen lässt. Und zunächst sieht es ziemlich düster aus. Das Grün deckt alle leuchtenden Farben ab. Doch gleich werde ich die teilweise wieder freilegen. Nämlich zum Beispiel mit einem Spachtel. Da kann ich hineinkratzen, Linien, Muster hineinkratzen. Dort, wo es mir nicht gefällt, kann ich es einfach wieder zurückmalen. Mit einem Stück Zeitungspapier, zerknülltem Zeitungspapier, kann ich hineindrucken. Das heißt, ich drucke einfach etwas von der grünen Farbe wieder weg. Es entstehen weitere Strukturen und so gestalte ich diese Fläche, die feucht bleibt, bis ich mit dem Hell-Dunkel auch zufrieden bin. Nun trockne ich es etwas an. Hier seht ihr mal das Zwischenergebnis. Also man sollte es nicht komplett durchtrocknen lassen, sondern es soll nur oberflächentrocken sein, damit ihr später die Farbe leichter wieder entfernen könnt. Hier seht ihr ganz viele Strukturen. Mit einem Stück weißer Kreide kann ich jetzt grob einige Formen umzeichnen und mir ausdenken, wie ich jetzt weiter vorgehe. So ein paar Formen schon festlegen. Es ist aber reversibel, das heißt, ich kann auch mit einem Tuch das wieder wegwischen. Ist nur eine Orientierung, eine erste Orientierung. Nun beginnt die Magie. Mit einem Tüchlein, das ist ein Baby Wipe, also ein Reinigungstuch für den Babypopo, aber auch mit einem anderen feuchten Lappen kann man die grüne Farbe wieder entfernen an den Stellen, an denen das darunterliegende Rot oder die darunterliegende Farbe wieder hervorleuchten soll. Da braucht man gar nicht so viel Geduld. Der Lappen muss leicht feucht sein und dank des Kleisters oder des Retarders löst sich das sehr gut. Über diese Schicht muss unbedingt eine weitere Schicht Acrylbinder, denn sie ist aufgrund des Kleisters oder des Retarders sehr verletzlich. Das muss erst einmal ganz gut trocknen.
Nach dem Trocknen geht es an die Ausarbeitung und ihr folgt mir einfach. Ich werde noch ein paar Kommentare dazugeben. Hier seht ihr, wie ich noch eine Farbe anmische, mit der ich noch weitere Highlights, eine Art Blütenform hineinbringe, um noch etwas Abwechslung in das Grün zu bringen. Schaut mir einfach zu. Hier könnt ihr sehen, dass ich an einigen Stellen auch im unteren Bereich das Grün mit einem selbst gemischten Grauton übermalt habe. Sonst wäre die Farbwirkung irgendwie zu krass für mich. Aus dem Grund die gedämpfte Farbe dazwischen. Im oberen Bereich werde ich das gleich etwas anders machen. Auch das Blatt, was ich jetzt so liebevoll ausmale, wird hinterher wieder etwas verschwinden, weil es meiner Meinung nach nicht in die Komposition hineinpasst, sondern einfach in die Ecke gequetscht ist.
Hier seht ihr noch mal ein weiteres Zwischenergebnis. Die untere Hälfte des Bildes ist relativ dunkel, die Farben sind etwas gedeckter, nicht mehr so gesättigt, durch die Grautöne halt. Und im oberen Bereich finde ich noch zu viel gesättigtes Grün und auch zu viel wilde Struktur. Das muss ich noch etwas anpassen. In der unteren linken Ecke habe ich dieses Blatt jetzt in eine andere Form gebracht und auch wieder von der Farbigkeit zurückgenommen. Und darüber bzw. davor kommt jetzt eine meiner gut bekannten Seifenblasen, sind es ja nicht. Vielleicht sind es Denkblasen, keine Ahnung. So, ich denke, es ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Lust auch zu malen, euch den Farben hinzugeben. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.